Die Bürgerwehr von Salzburg befindet sich an einer schmalen Stelle in der Mitte des Mönchsbergs. Die auch heute noch beeindruckende Anlage ist über mehrere Wanderwege erschlossen und ein schönes Ausflugsziel. Es handelt sich dabei um den einzigen größeren Wehrmauerabschnitt der zweiten Stadtbefestigung, der noch erhalten ist. Es gibt diverse Aussichtspunkte, von welchen man einen tollen Blick auf die Stadt hat. Doch wann und weshalb wurde sie erbaut? Im 15. Jahrhundert herrschten unsichere Zeiten. Bauernaufstände bahnten sich an und die Gefahr eines Einfalls der Türken wurde größer. Außerdem drohten zwischen Erzbischof Bernhard von Rohr und Kaiser Friedrich III. Kriegerische Auseinandersetzungen, da der Bischof ein Unterstützer des ungarischen Königs Matthias Corvinus war. Aus all diesen Gründen sah sich die Stadt Salzburg gezwungen, ihre Befestigungsanlagen zu verstärken. So wurde auf dem Mönchsberg in den Jahren 1486 bis 1488 im Auftrag der Bürgerschaft eine Mauer mit 2 Türmen und einem vorgelagerten Zwinger errichtet. Einige Jahrzehnte später wurde sie auf insgesamt 8 Türme und eine Gesamtlänge von etwa 190 Metern erweitert. Im Gegensatz zu den ersten beiden Türmen war die Rückseite der neueren 6 aus Holz gefertigt. Es existierte ein ebenfalls hölzerner Wehrgang auf der Mauer, der jedoch im Jahr 1822 größtenteils einem Brand zum Opfer fiel. Ab 1575 wurden im Untergeschoss des Torturmes Gefangene untergebracht, die zu Zwangsarbeit verurteilt worden waren. Ab 1734 wurden auch Wilddiebe hier eingekerkert, die nicht in Salzburg beheimatet waren. Von 1618 bis 1648 lebten Soldaten auf dem Areal. Und auch später, bis nach 1800, wohnten Soldaten mit ihren Familien in den Türmen. Militärisch indes war die Bürgerwehr schon im Dreißigjährigen Krieg praktisch ohne Bedeutung. Fürstbischof Paris-Londron hatte damals den gesamten Nordteil des Mönchsberges massiv befestigen lassen. Doch das ist eine andere Geschichte.